Egal ob in Medikamenten, Waschmitteln oder Kraftstoffen. Egal ob Landwirtschaft, Technik oder Lebensmittelindustrie. Chemische Produkte begegnen uns ständig im Alltag und in der Wirtschaft. Allerdings scheint die Chemie zwischen Chemikalien und Menschen seit geraumer Zeit vergiftet. Aber der Wandel in der Chemieindustrie ist bereits im vollen Gange. Denn die Branche muss sich immer stärker von Giftgrün zu Grün optimieren. Die KVT-Gruppe ist dabei jahrelanger Vorreiter. Und wie das aussieht, das schauen wir uns heute an. Florian Kanzler, wofür steht KVT und was ist Ihr Kerngeschäft? Die KVT ist ein Ingenieurbüro, das sich mit Technologieentwicklung und der Implementierung von Technologien in der Industrie beschäftigt. In der Technologieentwicklung versuchen wir, nachhaltige Chemikalien auf Basis nachwachsender Produkte zu produzieren und uns gleichzeitig auch um den industriellen Umweltschutz und Kreislaufschließung zu fokussieren. Die Sternstunde war praktisch die Gründung der Clarkon Chemie vor 15 Jahren. Das Glycerin, das wir da produzieren, hat zu Beginn einen schwierigen Start gehabt, weil plötzlich der Markt übergequollen ist an Glycerin. Und durch diesen Überschuss mussten wir uns überlegen, was kann man mit dem Glycerin noch anstellen. Und da sind wir dann auf Epichlorhydrin gekommen. Seit Ihrer Gründung beschäftigen Sie sich mit Themen wie Umweltschutz und Chemie auf Basis von nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen. Was bedeutet das im Detail und warum ist Ihnen das so wichtig? Mit den nachwachsenden Rohstoffen, daraus können wir Produkte herstellen, die einzigartig sind und Vorteile haben gegenüber erdölbasierten Rohstoffen. Gerade das Epichlorhydrin ist ein Beispiel. Wenn man es aus Propylen herstellt, dann verursacht man pro Tonne 40 Kubikmeter Abwasser. Wenn man es auf Glycerinbasis herstellt, produziert man damit 4 Kubikmeter oder weniger als 4 Kubikmeter. Und dadurch, dass es konzentrierter anfällt, das Abwasser, kann man es auch wiederverwerten. Sie produzieren Nischenprodukte mit eigener Technologie. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Es ist insofern so, wir haben als Mutterunternehmen die Firma Kanzler Verfahrenstechnik in Graz. Das ist ein eigenständiges Ingenieurbüro. Wir sind als Clarkon Chemie eine 100%ige Tochter dieses Unternehmens. Und bei der Kanzler Verfahrenstechnik werden quasi hauptgeschäftlich Prozesse entwickelt. Aktuell ist es so, dass wir als Glycerinproduzent natürlich hauptsächlich an der grünen Chemie partizipieren sozusagen, weil für uns der Rohstoff aus pflanzlichen Ölen gewonnen wird und wir dann im Endeffekt daraus das Glycerin gewinnen. Und des Weiteren haben wir in der Vergangenheit quasi auf der Basis dieses Glycerins versucht, grüne Lösungsmittel zu entwickeln, haben dafür Pilotanlagen betrieben. Martin Thielicke, wir befinden uns hier in Delfzijl im Norden der Niederlande. Was macht diesen Standort hier so besonders? Die Alteco-Produktionsanlage der KVT befindet sich hier im zweitgrößten Chemiepark der Niederlande. Unser Ansatz ist der, den Produzenten von chemischen Stoffen, sei es jetzt in dem Endkonsumentenbereich, im gewerblichen Bereich, industriellen Bereich, zu verdeutlichen, dass es möglich ist, gleiche Produkte, ähnliche Produkte mit wirklich identischen Eigenschaften herzustellen und zu formulieren, aber halt mit grünen Chemikalien, dass es nachhaltig geht, ressourcenschonend geht und klimafreundlich. Es muss nicht auf petrochemische Produkte zurückgegriffen werden und dieses Umdenken muss geschaffen werden. Unsere eigene Weiterentwicklung basiert beispielsweise darauf, um nachhaltig einen pflanzlich basierten Weichmacher herzustellen und darauf basierend können wir die Kunststoffindustrie beispielsweise oder die Harz- und Lackindustrie etwas revolutionieren. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, wie wollen Sie sich denn dort positionieren und auch innovativ bleiben?
Einerseits ist es für uns wichtig, weiterhin nachhaltige Technologien zu entwickeln und aber andererseits auch diese dann in der Industrie zu implementieren. Dazu brauchen wir natürlich auch innovative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und andererseits wollen wir aber auch selber investieren in die Infrastruktur. Also wir sind dabei, ein neues Technologiezentrum zu erschaffen, wo eben auch die Möglichkeiten gegeben werden, um diese Technologien zu entwickeln. Und ich denke, dass es schon in gewisser Weise den Zeitgeist einer Generation jetzt auch trifft, diesem ressourcenverschwendenden Lebensstil ein bisschen entgegenzuwirken. Und das merken wir gerade bei jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es da eine persönliche Motivation auch gibt und auch persönliches Interesse, da weiterhin innovativ zu bleiben.